Er arbeitet zuweilen etwas unorthodox. Diese 3 Männer sind einem Verbrechen auf der Spur, für das es kein Motiv und keinen Täter zu geben scheint. George Baker, Chef der Fernostabteilung des Secret Service. Colonel Green, sein engster Mitarbeiter. Jim Ellis, Spezialagent. Elaine Belton alias Mildred Beatty, Geheimdienstagentin in Hongkong, ermordet aufgefunden in der Umgebung von Mellon Forest, Wales. Mary Jones, Sekretärin in Mellon Forest. Nach einem misslungenen Anschlag auf Jim Ellis wird sie selbst ermordet. Die Tatwaffe? Ein Messer mit chinesischen Schriftzeichen. Kennen Sie sie? Ja. Philip Cooper besitzt ein solches Messer, aber er kann nachweisen, dass es zur Tatzeit in seinem Zimmer war. Sein Alibi freilich ist dünn, ebenso wie das von Mrs. Corby und Dr. Hall. Sie entlasten sich gegenseitig. Inspektor Bird hat keine Handhabe gegen sie. Mr. Clifford, Immobilienmakler. Die Ermordete war seine Sekretärin. Sein Alibi ist fadenscheinig, aber welches Motiv hätte er haben sollen? In Cliffords Büro stößt Jim Ellis auf die erste heiße Spur. Sie führt ins Shanghai Hotel, mitten im Hafenviertel von Cardiff. John Miller, der Hausdiener des Ivanhoe. Was hatte er im Shanghai zu suchen? Jim Ellis soll außer Gefecht gesetzt werden, aber der Versuch scheitert. Ellis dreht den Spieß um. Nur Batman konnte hinter diesem Manöver stecken. Ihm gehört das Shanghai, er ist König der Unterwelt von Cardiff. Julie Andrew, Journalistin. Sie kannte Mildred Beatty und sie weiß auch, wen die Ermordete verfolgte. Einen mysteriösen Amerikaner namens Higgins, der unmittelbar nach der Tat spurlos verschwunden ist. Die Atmosphäre im Ivanhoe ist gespannt. Die Menschen sind gereizt und nervös. Ein Stromausfall führt fast zur Panik, trotz Anwesenheit der Polizei. Und im Schutz der Dunkelheit schlägt der Messermörder erneut zu. Sein Opfer ist John Miller, der Hausdiener. Wusste er zu viel? Ja. Mrs. Corby. Wer war sein Mörder? Mrs. Corby? Dr. Hall? Mr. Cooper wird von Julie Andrew entlastet, aber sein Messer ist verschwunden. Oder wurde der Mord von einem Außenstehenden begangen? Noch in der Mordnacht meldet sich ein Anrufer bei Jim Ellis, Mr. Batman. Er möchte sich mit Ellis treffen und er möchte, dass Ellis seinen Mantel mitbringt. Ich komme. 12 Uhr. Ach, und bevor ich es vergesse, Mr. Ellis, Ja. bringen Sie Ihren Mantel mit. Mein Mantel. Ganz recht. Ihren Mantel. Was ist denn mit Ihnen los? Sind Sie nervös? Ja, schrecklich nervös. Meinetwegen? Ich habe ein Problem mit meinem Mantel. Mit Ihrem Mantel? Gefällt Ihnen mein Mantel? Machen Sie eine Umfrage, oder was? Ist irgendwas, was Ihnen daran auffällt? Moment mal. Ja, der Aufhänger ist ab. Also da ein bisschen zerfetzt, aber sonst? Haben Sie Hunger? Nee, eigentlich nicht. Warum? Ich habe einen schrecklichen Hunger. Und hier kriegen wir heute doch nichts mehr. Fahren wir nach Mellon Forest, gehen ein Schenke essen. Ja, eigentlich habe ich auch ein bisschen Hunger. Übrigens dürfte ein Abend mit Ihnen ungefährlicher sein, als allein auf meinem Zimmer zu sitzen. Sie unterschätzen mich. Hoffentlich.
weil die Polizei hat ja nur das Die Mädchen Polizei. Inspektor Bird mag ein fähiger Mann sein, wenn es um Kaninchendiebstähle geht. Aber hinter diesem Morden, da steht eine Organisation oder ein Wahnsinn. Na, sehr richtig, ein Wahnsinniger. Meinen Sie nicht auch, Mr. Ellis? Ich verstehe davon wirklich Und nicht. die Handschrift eines Einzelgängers, sage ich. Kein erkennbarer Plan, kein System. Mr. Ellis und ich gehen heute was essen. Ach, entschuldigen Sie, das habe ich ganz vergessen. Mr. Cooper, ja? Ich würde vorschlagen, dass Sie die Story jetzt vielleicht allein lassen. Sie verstehen. Ich verstehe gar nichts. Was wollen Sie damit sagen? Nichts. Morgen, Mrs. Corby. Mr. Clifford, schon so früh auf den Beinen? Mr. Ellis? Ja, früh ins Bett und früh bei der Arbeit, das ist meine Devise. Ich hatte mit Mrs. Corby noch eine geschäftliche Angelegenheit zur Besprechung. Und außerdem wollte ich Ihnen die versprochenen Unterlagen bringen. Aber das ist wohl jetzt nicht der richtige Zeitpunkt. Grässlich, diese Sache mit Miller. War so ein netter Kerl. Ich habe ihn immer gemocht. Aber Sie haben ihn gekannt? Ja, hier auf dem Land kennt jeder jeden. Alle haben ihn gemocht, alle. Sagen Sie, das war doch das gleiche Messer, mit dem auch Miss Jones... Ich meine, die Polizei hat es doch sichergestellt. Oh, davon gibt's eine ganze Menge. Waren Sie schon mal in Hongkong? Ich? Nein. Warum? Oh, die werden da wohl hergestellt, diese Dinger. Das ist ein weiter Weg bis Marion Forest. Ja. Für Mr. Cooper muss es ja nun besonders unangenehm sein. Hat sich denn sein Messer wiedergefunden? Ich glaube, nein. Oder? Ich habe Mr. Cooper heute noch gar nicht gesehen. Na, das wird die Polizei schon klären. Aber entschuldigen Sie, ich glaube, ich habe Ihre Besprechung unterbrochen. Nein, wir waren gerade fertig. Ich muss sowieso ins Haus. Auf Wiedersehen, Mr. Clifford. Auf Wiedersehen, Mrs. Corby. Ja, das Leben geht weiter, wie man so sagt. Ich habe Ihnen hier die versprochenen Unterlagen mitgebracht. Hier, ich habe noch andere Angebote dazu gesteckt, kleinere Grundstücke, aber man weiß ja nie. Okay. Und dann, es wäre ja auch gelacht, wenn wir mit der Ich habe nötigen- übrigens gestern Abend versucht, Sie telefonisch zu erreichen, aber Sie waren wohl nicht da. Gestern Abend, warten Sie mal. So, da hätten Sie mich doch aber eigentlich erreichen müssen. Ich habe noch Akten aufgearbeitet. Das mache ich immer nach Feierabend, damit da am wenigsten gestört wird. Vielleicht war ich mal einen Augenblick nicht im Zimmer. Das ist nicht so wichtig. Ich werde mir heute mal was anderes ansehen. In Cardiff. Cardiff? Tiger Bay. In Tiger Bay. Also das hätte ich Ihnen wiederum nicht anzubieten Ich gewagt. will auch nur einen Blick drauf werfen. Ich habe da so ein Angebot, ein Hotel. Das Shanghai. Das ist Shanghai. Ich habe das Objekt an der Hand, ja. Aber nachdem weiß Gott, wie viele andere Makler es nicht verkaufen konnten. Hat denn schon jemand Verbindung mit Ihnen darüber aufgenommen? Ein gewisser Frank Batman, offenbar der Besitzer. Ja, dem gehört sehr viel da unten in Cardiff. Kennen Sie ihn persönlich? Flüchtig. Bin noch nie zu einem Abschluss mit ihm gekommen. Ich habe mehrfach Objekte von ihm auf meinen Listen geführt, aber da wird nie was draus. In zu schlechtem Zustand das meiste. Und außerdem will er immer viel zu viel dafür. Jedenfalls. Shanghai habe ich mir noch nicht mal selber angesehen. Ich habe ihm auch nur versprochen, dass ich heute mal vorbeikomme. Und dann anschließend wollte ich mir gern mal das Nachtleben von Cardiff antun. Und da sind Sie bei Frank Batman auf jeden Fall an der richtigen Adresse. Der hat seine Finger in fast allen einschlägigen Etablissements. Klingt vielversprechend. Sagen Sie, könnte sich vielleicht auch Mrs. Corby für das Shanghai interessieren? Oh mein Gott, wie kommen Sie denn darauf? Ich dachte nur als Kapitalanlage. Ist ja schließlich dieselbe Branche. Ja, das schon. Aber in Wirklichkeit ist doch da ein Unterschied wie zwischen Tag und Nacht. Also, Mr. Ellis, ich bin sicher, dass Mrs. Corby das Shanghai nicht mal dem Namen nach kennt. Oh. Störe ich? Keineswegs. Ich wollte sowieso gerade gehen. Ich gebe Ihnen das morgen wieder. Auf Wiedersehen, Miss Andrew. Sie sehen heute Morgen wieder einmal besonders bezaubernd aus. Danke, Mr. Clifford. Sie können ganz besonders reizende Komplimente machen. Wiedersehen, Mr. Ellis. Mr. Clifford. Ein grässlicher Quatschkopf. Hast du gut geschlafen? Wie ein Bär. War hübsch gestern Abend. Trotzdem. Trotzdem.
Es war jemand in meinem Zimmer. Ich nicht. Du hast mich ja nicht gelassen. Es war jemand in meinem Zimmer, als ich nicht da war. Was kann er denn da gesucht haben? Du, was er gesucht hat, weiß ich nicht. Gefunden hat er jedenfalls Fotomaterial. Alles mitgenommen, belichtet und unbelichtet. Das ist natürlich meine Schuld. Warum denn das? Vergiss nicht, ich habe dir doch geraten, jedem zu erzählen, dass du noch einen alten Film hast, wo dieser Higgins drauf ist. Und du meinst, es ist irgendwas... Wer sonst? Ich meine, wer sonst könnte schon ein Interesse an deinen Fotos haben? Danke. So blöd, wie ich dachte, bist du eigentlich gar nicht. Hier. Da muss irgendjemand lästig geworden sein. Zu lästig. So ein Hausdiener sieht ja fast alles. Und dann vergessen Sie nicht, John kannte auch das Shanghai. Mr. Batman hat Sie doch gleich nach dem Mord angerufen. Halten Sie das für einen Zufall? Das weiß ich in einer Stunde. Mir ist nur schleierhaft, warum Inspektor Bird diesen Mr. Cooper nicht verhaftet hat. Cooper hat ein einwandfreies Alibi, was man von den anderen nicht sagen kann. Es sei denn, wir misstrauen der Aussage von Julie Andrews. Miss Andrews ist Ihnen aber nicht lästig, nicht wahr? Nicht unbedingt. Wie viel weiß sie eigentlich? Eine ganze Menge, aber sie kriegt noch weniger Ordnung in die Sache als wir. Und das mit den gestohlenen Filmen, das hat sie ziemlich irritiert. Diese Higgins-Geschichte habe ich übrigens überprüfen lassen. In der fraglichen Zeit ist kein Mann dieses Namens von London in die Staaten oder sonst wohin geflogen. Es hat auch keiner in einem Londoner Hotel übernachtet. Der Bursche ist einfach verschwunden. Oder er muss hier in der Gegend untergetaucht sein. Verdammt nochmal, wir drehen uns im Kreis. Miss Andrews steht auf unserer Seite, ja? Auf meiner. Nach Feierabend. Green, fällt Ihnen an meinem schönen Mantel irgendwas auf? Warum? Da gucken Sie doch noch mal deutlich hin. Gucken Sie mal, ist da irgendwas dran zu sehen? Batman hat darauf bestanden, dass ich ihn heute mitbringe, und zwar nach heute. Also wenn er Ihnen weniger als 5 Pfund bietet, behalten Sie ihn. Nein, leider. Er hat angerufen, er kommt eine halbe Stunde später. Halbe Stunde? Ja, ist was Wichtiges dazwischen gekommen. Es tut ihm wirklich leid, aber Sie können inzwischen hier Platz nehmen. Zeitungen sind auch hier. Noch sauer? Ich nicht. Vielleicht einen Tee? Ich hänge inzwischen den Mantel auf, nicht?
Alice? Morgen, Mr. Bertman. Guten Morgen. Falls man noch von morgen sprechen kann. Es tut mir leid, dass ich mich verspäten musste. Es tut mir auch leid, dass Sie sich verspäten mussten. Woher wissen Sie, dass das meine Lieblingsplatte ist? Tatsächlich. Das ist das schönste Waliser Lied, das ich kenne. Ja. Das finden ein paar andere Leute in Hongkong auch. Ich muss mich entschuldigen. Für sein dummes Benehmen letztes Mal. Er hatte nicht kapiert, wer Sie sind. Im Gegensatz zu Ihnen. Richtig, Mr. Alice. Sie haben einen ziemlich extravaganten musikalischen Geschmack. Es gibt nicht viele Gäste, die diese Platte wählen. Woher wussten Sie, wo ich zu erreichen bin? Gute Bekannte, Mr. Alice, die mir einen Tipp gegeben haben. Warum haben Sie dann mit Ihrem Angebot so lange gezögert? Sie werden verstehen, Mr. Alice, dass es noch andere Interessenten für dieses wertvolle Objekt gibt. Was nennen Sie wertvoll? 50.000 Pfund. 50.000? Richtig, Mr. Alice. Finden Sie das nicht ein bisschen überhöht? Die Nachfrage bestimmt den Preis. Mein Limit ist leider sehr viel niedriger. Ich müsste natürlich erst mal mit meinen Auftraggebern sprechen. Lassen Sie sich nicht zu lange Zeit, die Konkurrenz schläft nicht. Woher weiß ich überhaupt, dass wir vom gleichen Objekt sprechen? Wann haben Sie das Foto gemacht? Vor einer halben Stunde. Wie wollen Sie das beweisen? Weil Hamilton Ihren Mantel trägt. In meinem Alter hat man ja nicht oft das Glück, einer so hübschen jungen Dame sind aber ein mitgenommen zu werden. Wie ist eigentlich Ihr Handicap, wenn ich fragen darf? Ich hab keins, warum? Ach du lieber Himmel, die Jugend scheint heutzutage doch andere Interessen zu haben. Manchmal glaube ich, ich bin der einzige Golfspieler auf der Welt. Sagen Sie, treiben Sie überhaupt keinen Sport? Ich habe keine Zeit dazu. Ich bin neugierig, das ist mein Sport. Oh, da muss man sich ja für ihn in Acht nehmen. Wen bespitzeln Sie denn gerade? Sie? Und Mr. Ellis, Mrs. Corby, Mr. Clifford, alle eigentlich. Wissen Sie, man muss mich... Wer ist denn Ihr Hauptverdächtiger, wenn ich fragen darf? Ich? Nein, das wäre zu einfach. Ich habe mich zwar noch nicht festgelegt, aber das wäre zu einfach. Ich glaube, der Fall liegt da etwas komplizierter. Na, da komme ich ja nicht in Frage. Kompliziert bin ich wirklich nicht. Ich spiele lieber Golf. Ach, bitte lassen Sie mich hier aussteigen. Ich kann Sie gerne noch Nein, bitte lassen Sie mich hier aussteigen. Na? Nein, bitte hier. Ach, das ist schon mein Partner. Aber es dauert ein fabelhafter Junge sein. Was hat denn der für ein Handicap? Was ist ein Handicap? Wie? Ach so, 4. Sagen Sie, wohin geht denn eigentlich die Reise? Nach Cardiff. Nach Cardiff? In der miesesten Gegend finden Journalisten ihre besten Geschichten. Wollen Sie nicht mitkommen? Nein. Das Tiger Bay Viertel. Nein, lieber nicht. Und denken Sie immer an Ihr Handicap. Ja.
mir leid, Mr. Ellis. Das kann wirklich nicht mehr lange dauern. Er telefoniert immer nur so kurz. In Cardiff so einen alten Kasten angeguckt, das Shanghai. Also die Jungs haben vielleicht ein Herz. Das habe ich doch kürzlich auf dem Tisch gehabt. So einen alten Schuppenhotel zu nennen. Hier ist es. Oh, Sie haben das auch? Ja. 7.300 Pfund ist die Forderung. Wie viel? 7.300. Ja, das Gebäude ist ziemlich alt, das stimmt. Aber denken Sie allein das Grundstück. Entschuldigen Sie, Mr. Ellis, dass ich Sie schon wieder warten lassen muss. Kein Problem. Guten Tag, Mr. Clifford. Guten Tag. Ich bin nur schnell vorbeigekommen, um Sie zu informieren. Diese Unterlagen hier brauche ich nicht mehr. Ich kann sie Ihnen zurückgeben. Das ist sehr nett von Ihnen. Ein kleinen Cognac? Danke, ich bin in großer Eile. Na, wie war es in Cardiff? 8 Leben. Das habe ich ausfallen lassen. Und wie war Tiger Bay, das Shanghai? Dieser Mr. Batman ist ein außerordentlich interessanter Gesprächspartner. Allerdings seine Preisvorstellungen fallen sehr aus dem Rahmen. Was hat er denn gefordert? 50.000. Was? Das ist ja Wahnsinn. Aber das haben Sie ihm doch hoffentlich gesagt. Nein. Was, nein? Ich werde meinen Auftraggebern empfehlen, der Forderung nachzugeben. Wiedersehen, Mr. Clifford. So. Aber wir wohl, Miss. Tja. Nicht viel los hier, ne? Mal so, ne? Gehört Ihnen der Laden hier? Nein, leider nicht. Der Brauerei, oder was? Nein, Mr. Batman, der ist der Besitzer. Ah, ja. Kennen Sie ihn? Nein, leider nicht. Es gibt nicht viele, die ihn nicht kennen hier. Ah ja, das ist interessant. Ich bin nämlich von der Londoner Zeitung hierher geschickt worden. Ich soll was machen über Cardiff und vor allen Dingen das Tiger Bay. Ja, da könnte Mr. Batman eine Menge erzählen, wenn er auf Sie anspricht. Halt auf die Schnauze, red doch nicht von Dingen, von denen du nichts verstehst. Nicht? Ist ja eigentlich nicht viel los hier, nicht? Meist Geschäftsleute. Manchmal ein paar betrunkene Matrosen, wie es so üblich ist in einer Hafenstadt. Ne? Mhm. Ja, man hat so bestimmte Vorstellungen von einer Hafenstadt. Das ist alles nur Vorurteile. Ich wohne gerade in Millen Forest. Da haben sie einen Hausdiener namens Miller umgebracht. Und vorher 2 Frauen. Haben Sie davon gehört? Natürlich. In der Zeitung stand er ganz dick drin, ne? Waren Sie schon mal in Millen Forest? Als ich das erste Mal da war, vor ein paar Wochen, da habe ich einen Amerikaner kennengelernt. Einen reizenden älteren Herrn namens Higgins. Und der hat zu mir gesagt, mein Kind, die Verbrechen mögen auf dem Lande geschehen, aber in der Stadt werden sie geplant. Das hat mir sehr imponiert. Und Sie, Mr. Batman? Ja, ich bin Mr. Batman. Oh, ich hätte gern mit Ihnen gesprochen. Dann kommen Sie doch herauf. Dankeschön, gerne. Moment. Bitte. Prima. Sehr nett. Sie sind aber sehr neugierig, Miss. Ja, das ist mein Büro, wissen Sie? Ich kann es nicht leiden, wenn man mich fotografiert. Na, Sie werden sich wundern, wenn Sie wissen, wie viele Leute sich nicht gerne fotografieren. Das ist ganz erstaunlich. Sie sind wohl irre. Zieh das aus dem Verkehr.
Richard Hamilton, der berühmte Physiker. Sind Sie sicher? Ja, absolut sicher. Trotzdem will ich das Bild nach London funken lassen. In ein paar Stunden Zur Zeit bis morgen. Richard Hamilton, der Atomforscher. Setzt sich ins andere Lager ab, arbeitet für die Chinesen. 20 Jahre später ändert er seine Meinung und will wieder zurück. Warum? Das können Sie ihn immer noch fragen, wenn wir ihn haben. Wie kommt aber Hamilton in die Hände von Batman? Sein Mann handelt doch schlimmstenfalls mit Opium. Und mit Pässen. Sie meinen, Hamilton gelingt es auf irgendeine Weise, sich nach Hongkong durchzuschlagen. Er will weiter nach England. Unter seinem Namen kann er nicht einreisen, also braucht er einen falschen Pass. Und den bekommt er von Batman, richtig? Richtig. Wer aber stellt den Kontakt her? Hm? Wer zahlt für den Pass? Wer bringt ihn nach Hongkong? Einmal anders gefragt. Wer kann ein Interesse daran haben, Hamilton nach England zurückzuholen? Sie legen Ihren Finger genau auf die Stelle, wo es weh tut. Lassen Sie mich mal nachdenken. Irgendwo hier in Wales lebt ein Mann, der Hamilton nahe steht, ein Freund. Er kauft den Pass und zahlt den Flug nach London. Das muss aber eine ziemlich dicke Freundschaft sein, wenn man bedenkt, was der Mann so auf sich nimmt. Haben Sie die Familienverhältnisse von Hamilton mal nachprüfen lassen? Habe ich nichts, absolut nichts. Die Sippe ist ausgestorben. Allerdings, es gab da einen Bruder, aber der ist schon vor dem Zweiten Weltkrieg nach Fernost gegangen und dort verschwunden. Man hat nie mehr was von ihm gehört. Ja? Eben. Bleiben wir trotzdem mal bei unserer Theorie. Ein Freund bringt Hamilton in Wales unter. Wo ihn unsere ehemalige Kollegin, die verblichene Mildred Beatty, aufstöbert. Richtig. Sie hat von der Sache Wind bekommen und hat ihn unter dem Namen Elaine Belton bis Mellin Forest verfolgt. Leider ohne uns zu verständigen. Ende Mildred Beatty. Ja, und nun kommt Mary Jones. Sie durchsucht die Wohnung von Mildred Beatty in Hongkong. Sie hat das Tonband mitgenommen mit dem Walliser Volkslied und ist zurückgeflogen. Warum das Tonband? Vielleicht um die Stimme identifizieren zu können. Möglich. Möglich, aber warum hat sie Ihnen dann das Tonband übergeben? Weil sie mich für ihren Kontaktmann gehalten hat. Nehmen wir mal an, ihre Parole sei Mildred Beatty gewesen. Ich habe doch am Flughafen über Lautsprecher ausrufen lassen, Miss Mildred Beatty bitte zum Informationsschalter. Mary Jones findet das Blackwood Cottage leer. Sie kann es benutzen, wann sie will. Sie bekommt ihre Anweisungen per Telefon unter der Parole Mildred Beatty. Richtig? Richtig. Weiter. Irgendwann geht Mr. Batman ein Licht auf. Er erkennt, wem er den falschen Pass besorgt hat. Allerdings wäre das noch kein Grund, unsere Agentin umzubringen. Aber auf alle Fälle bringt Batman Hamilton in seine Gewalt. Er versteckt ihn. Er weiß, dass er einen Goldfisch an der Angel hat. Er verlangt Lösegeld. Batman ist zum Kidnapper geworden. Und dieser unbekannte Freund will nicht zahlen? Ja, vielleicht kann er auch nicht. Würde er aber deshalb Mildred Beatty umbringen, nur weil er annimmt, sie arbeitet für Batman? Das ist ziemlich unwahrscheinlich. Dieser Freund ist kein Mörder. Eben. Also wer von all den Leuten hier in Mellin Forest kann ein Interesse daran haben, Mildred Beatty, Mary Jones und John Miller umzubringen? Ein Profi. Einer von der Konkurrenz, die Hamilton unbedingt zurückhaben will. Dann hätte Mary Jones auch für die Konkurrenz gearbeitet. Nach dem Zusammenprall mit ihnen in Blackwood Cottage ist es zum Risikofaktor geworden. Genau. Der Profi musste sie umbringen, das klingt logisch, aber warum hat der Hausdiener dran glauben müssen? Hat er auch für die Konkurrenz gearbeitet? Das ist mir noch unklar. Wenn der Profi unsere Konkurrenz ist, warum befreit er Hamilton dann nicht gewaltsam? Versuchen Sie das mal bei der Leibgarde. Also unterstellen wir mal, die Konkurrenz sei bereit, das Lösegeld zu bezahlen. Warum hat sie das noch nicht getan? Und vielleicht warten die Jungs noch auf den Kurier mit dem nötigen Kleingeld. Batman muss sie auch für einen Käufer halten. Sie haben ihr Interesse an dem Objekt telefonisch bekundet. Sie haben die Erkennungsmelodie im Automaten laufen lassen. Sie haben bei 50.000 nicht mit der Wimper gezuckt. Und Sie haben das Foto mit Hamilton in Ihrem Ledermantel ohne Überraschung entgegengenommen.
Genau. Was haben Sie vor? Ich werde mit diesem Foto mal ein bisschen hausieren gehen. Vielleicht verliert die Konkurrenz dann die Nerven. Oder die Geduld. Und Sie haben ein Messer zwischen den Rippen. Hallo? Hier spricht Tom Clifford. Mr. Batman? Am Apparat, was kann ich für Sie tun? Ich bin sehr verwundert über Sie, Mr. Batman. Wir hatten einen Verhandlungspreis von 7.300 Pfund ausgemacht. Und jetzt höre ich von einem Kunden, dass Sie 50.000 verlangen. Wie darf ich das verstehen? Sie wollen mich wohl hochnehmen, so viel ist doch das ganze Tigerway-Viertel nicht wert. Aber es kommt noch besser. Der Kunde sagt mir, er habe die Summe akzeptiert. Wenn Sie mir jetzt vielleicht noch sagen, mit wem ich dieses sagenhafte Geschäft abgeschlossen habe? Mit einem gewissen Mr. Ellis. Wie bitte? Ja, mit Mr. Jim Ellis vom Beratungsbüro Industrieansiedlung. Und da hat sie einer reingelegt. Dieser Herr ist mir nicht bekannt. Leider, kann ich nur sagen. Sind Sie sicher? Absolut. Ein Hochstapler vermutlich. Ich würde mich vorsehen an Ihrer Stelle. Haben Sie herzlichen Dank. Das war sehr aufschlussreich für mich. Ganz meinerseits. Sie wohnen in Mellon Forest? Im Ivanhoe? Wer ist Mr. Ellis? Sagen Sie es doch, bitte. Arbeiten Sie mit ihm zusammen? Ich habe Zeit. Sehr viel Zeit. Abend. Ah, guten Abend. Wie geht's? Danke. Ich genieße noch die letzten Sonnenstrahlen. Sie haben's gut. War jetzt meine eigene Musik. Was passiert? Verärgert? Müde. Na, hören Sie mal, Sie führen doch ein schönes Leben. Haben einen interessanten Beruf, kommen überall rum, lernen Land und Leute kennen, beneidenswert. Na, gucken Sie sich das mal an da. Also ein hässliche Altstadtviertel, abbruchreife Häuser, Waldgrundstücke, das ist alles, was Herr Clifford alles so zu bieten hat. Ich fahre dann rum, guck mir das an. Manchmal spreche ich mit den Besitzern, das sind übrigens nicht immer angenehme Leute. Heute hat doch tatsächlich einer von mir 50.000 Pfund verlangt für ein vergammeltes Hotel, das Shanghai. Im miesesten Viertel von Cardiff. 50.000 Pfund. Lächerlich. Ihr Tee, Mr. Cooper. Nehmen Sie auch eine Tasse, Mr. Ellis? Sehr gerne, ja, danke. Ah, sind das die Angebote von Mr. Clifford? Interessant. Ich kenne die Gegend ja ziemlich gut. Zucker? Ein Löffel. Ja, das gehört Dawes. Nur einen Löffel, bitte. Der will verkaufen, weil er keine Erben hat, habe ich gehört. Und das hier? Ja, das müsste Cardiff sein. Kenne ich nicht. Danke. Bitte. Ah ja, das liegt südlich hinter Mellon Forest. Und das hier, das ist... Was ist denn das? Das ist doch Higgins. Wer? Naja, der alte Herr, der in Blackwood Cottage gewohnt hat. Haben Sie den nicht wiedererkannt? Das ist er. Das habe ich gar nicht gesehen. Ja, Sie haben recht, tatsächlich. Eine gewisse Ähnlichkeit ist da. Was, das ist er. Sie sieht ein bisschen älter aus oder krank, aber sonst ist es kein Zweifel, das ist Higgins. Ich bin Journalistin, arbeite für eine Londoner Zeitung. Mr. Ellis sucht Grundstücke hier in der Gegend. Er arbeitet für das Beratungsbüro Industrieansiedlung.
Wir haben uns erst im Hotel kennengelernt. Das alles habe ich Ihnen schon 20 Mal gesagt. Jetzt habe ich den Kanal voll. Mick? Komm da bitte mal rein. Naja, das ging ja schon. Aber es haben immer noch nicht alle mitgesungen. Nochmal. Entschuldigung. Haben Sie mich erschreckt? Ich dachte, Sie sind nebenan, bei Mr. Cooper. Ich habe Ihnen rasch noch frische Handtücher gebracht. Mr. Cooper ist nicht auf seinem Zimmer. Naja, er sitzt immer schrecklich lang vor dem Fernseher. Vielleicht... Oh, das wird Miss Andrew sein. Ich mach das schon. Sie hat sicher ihren Hausschlüssel vergessen. Ah, das ist aber nett von Ihnen, Alice. Ich habe doch tatsächlich meinen Schlüssel vergessen. Oh je, das war vielleicht ein Tag. Was glauben Sie, wie viele Schläge ich gebraucht habe für das 6. Grün? 131. Sagen Sie's. Nein, aber 9. Die beiden hinterließen mit ihrer schwungvoll und perfekt vorgetragenen Kür... Oh, Mrs. Corby, was denn mit dem Abendessen? Alles vorbereitet. In einer halben Stunde können Sie essen. Na gut. Hervorragenden Eindruck. Erinnern Sie sich an Mr. Higgins, Dr. Hall? Ein Amerikaner? Ja, wir sprachen nun neulich von ihm. Hallo? Was ist denn mit ihm? Ja, einen Moment. Mr. Ellis, ein Anruf für Sie. Nichts, aber Mr. Ellis hat ein Foto von ihm. So. Er wollte seinen Namen nicht nennen. Hallo. Sind Sie Mr. Ellis? Ja? Einen Augenblick, bitte. Jim, hier ist Julie. Ja? Du sollst sofort nach Cardiff kommen, in die John Street. Sie sagen, es ist meine letzte Chance. Hallo. Ja, und stellen Sie sich vor, es war mitten in den Unterlagen, die Mr. Clifford ihm gegeben hat. Mr. Cooper hat ihn jetzt gar nicht wiedererkannt. So, sehr merkwürdig. Ich muss leider noch mal weg. Es kann später werden. Ist in Ordnung.
ihn bestimmt nicht zerquetscht. Nein, nein, er muss sich nur seinen Wagen ein bisschen ausbeulen lassen. Und Sie Ihr Gesicht, nicht? Ja, Batman hier? Ja. Sie machen mir Spaß. Sie können doch nicht so plötzlich aussteigen. Ihr letztes Wort? Aha. Bitte. Batman hier. Sie können ihn haben. Aber Mr. Ellis, wo bleiben denn Ihre Manieren? Sie wollten doch sicher nur Ihre Freundin abholen. Na komm. Na komm, 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 komm! Komm schon. Ich glaube, Sie haben das Maul etwas zu voll genommen, Mr. Ellis. Und noch etwas. Ich hoffe, Sie haben jetzt endlich kapiert, wozu wir fähig sind. Ja? Also hauen Sie ab! Wenn ich Sie noch mal zu Gesicht bekomme, könnte ich mich wirklich vergessen. Gib ihm seine Pistole zurück. Fahren Sie schneller! Das kann mich meine Lizenz kosten. Ich kaufe Ihnen eine neue. Haben Sie das Taxi bestellt? Ja, es muss gleich da sein. Ach, entschuldigen Sie mit dem Gepäck. Aber ich bitte Sie, Mrs. Corby. Hoffentlich ist dir wirklich nichts passiert. Wem? Julie Andrew. Also wissen Sie, wenn sie bis heute Abend nicht zurück ist, melde ich sie bei der Polizei als vermisst. Ja, das würde ich allerdings auch tun. Obgleich Journalisten, verstehen Sie? Vielleicht musste sie dringend nach London und ich konnte sie noch nicht verständigen. Oh, hier will doch jemand abreisen? Doch, leider. Na, so ein Pech. Ich hatte die größte Hoffnung, dass es mir gelingt, aus Ihnen doch noch einen Käufer zu machen. Was nicht ist, kann ja noch werden. Vielleicht beim nächsten Mal. Ah, da können Sie sich auch gleich von Mr. Cooper verabschieden. Der will nämlich nach Brighton. Hallo, Mr. Ellis, Sie wollen verreisen? Ja, nach Schottland. Nach Schottland? Meine Firma hat plötzlich ein Angebot bekommen, das sich dringend überprüfen muss. Tut mir leid, wenn Sie uns verlassen. Ich muss allerdings auch für ein paar Tage verschwinden nach Brighton zu einem Klassentreffen. Also dann alles Gute, Mr. Ellis. Mr. Cooper. Sie waren ein sehr verständnisvoller Zimmernachbar. Vielen Dank. Oh, mein Taxi. Was ist denn mit Ihrem Wagen los? Ach, fragen Sie mich bloß nicht. Wird Zeit, dass ich mir einen neuen kaufe. Ah, da werden wir zwei den nächsten Tagen ja ganz allein hier im Haus sein, was? Mrs. Oder Corby? Julianne Blue kommt zurück. Mrs. Corby, Dr. Hoare, alles Gute. Danke.
Sergeant, aber schnell. Was ist mit Julianne wohl? Krankenhaus, Nervenschock. Dieser Unfall wird mit Diskretion behandelt. Verstehe. Und Sie geben mir Ihr Wort, dass hier nicht etwa ein Polizeidelikt verschleiert wird? Sagen wir, ich nehme die Verantwortung auf meine Kappe. Und noch etwas. Lassen Sie durch Ihre Kollegen in Cardiff den Batman beschatten. Kein Problem. Meinen Sie, dass er hinter diesem Morden steckt? Der Weg zum Mörder führt über ihn. Was wollen Sie tun? Abwarten. Abwarten, bis die Kanne überkocht. Wenn die Jungs nicht ganz dusselig sind, dann wissen sie jetzt, wer ich bin. Sie müssen raus aus ihren Morselöchern. Die Spur führt nach Cardiff? Auch, Inspektor, auch. Gegen Mittag bin ich aus London zurück, dann sehen wir uns wieder. Und wo wir uns wiedersehen, das überlassen wir denen. Ich möchte nämlich, dass Sie in der Zwischenzeit auch hier noch jemanden beschatten. Hier? Ja. Die Spur führt nämlich nicht nur nach Cardiff. Sie führt auch nach Mellon Forest. Hallo, guten Morgen. Guten Morgen, Chef. Wann wollte Alice kommen? Um 9:45 Uhr. Sobald Mr. Ellis da ist, sofort herein zu mir. Übrigens wünsche ich keine Störung. So, Gret, jetzt noch einmal alles auf den Tisch des Hauses. Ja, also dann fangen wir noch mal bei Null an. Mr. Higgins, alias Richard Hamilton. Also für meine Begriffe ist er die zentrale Figur in diesem Spiel. Ja, vor allem ist es ein sehr interessantes Objekt. Sowohl für die Chinesen, wie für die Russen, wie für die Amerikaner. Auch für uns natürlich. Und einige Leute hier werden ein strafrechtliches Interesse an ihm haben. Und das ist nämlich genau der Punkt. Mildred Beatty konnte ihm diese Garantien nicht liefern. Deswegen hat sie sich damals auch hier angesagt, um sich die entsprechenden Vollmachten zu besorgen. Inzwischen aber blieb sie Hamilton auf der Spur. Von Hongkong bis Mellon Forest. Bis Blackwood Cottage, wo Hamilton unter dem neuen Namen Higgins einen ruhigen Lebensabend zu verbringen hoffte. Aber Mildred Beatty, die sich als Elaine Belton im Ivanhoe einquartiert hatte, ließ nicht locker. Batman riecht den Braten und greift zu. Genau. Er erkennt, wie wertvoll Hamilton ist und bringt ihn zunächst einmal in seine Gewalt. Nachdem er Mildred Beatty aus dem Weg geräumt hat. Falsch. Morgen Chef, Colonel. Wieso? Diesem Batman traue ich so gut wie alles zu, ganz besonders nach den Ereignissen der letzten Nacht. Nur keinen Mord. Der Mörder, mit dem wir es zu tun haben, ist eine Nummer größer. Na ja, vielleicht wollen Sie noch Name, Wohnort und Straße nennen. Und die Telefonnummer. Ich glaube, ich kenne ihn. Würden Sie mir erlauben, Ihre Geheimkartei einzusehen? Mr. Ellis hat Zutritt zum Geheimarchiv. Was wollen Sie konkret unternehmen? Nichts. Ich schlage vor, dass wir nichts unternehmen. Die Dinge sind letzte Nacht dermaßen in Fluss geraten, dass ich denke, wir sollten uns so verhalten wie der Profi von der Konkurrenz. Abwarten und zusehen, wie sie sich entwickeln. Ist das nicht zu riskant? Kaum. Stellen Sie sich eine fette Spinne vor, die in Ihrem Netz sitzt. Natürlich tötet sie gelegentlich dieses oder jenes Insekt, das das Netz zu zerstören droht, aber im Grunde wartet sie nur unbeweglich auf ihr Opfer, für das sie das Netz gebaut hat. Hamilton. Tja, Alice, wenn Sie meinen, dass es so ist, dann sollten wir hier keine Zeit verlieren. Eben. Wen lassen Sie überwachen? Alle und einige ganz besonders. Haben Sie alle Fluchtwege unter Kontrolle? Flughafen Cardiff? Ja. Liste der auslaufenden Schiffe? Ist alles organisiert. Ab heute geschieht nichts mehr zwischen Mellon Forest und Cardiff, von dem wir nichts erfahren. Das ist unser Netz. Eine Maschine steht für uns bereit, sobald sie im Archiv fertig ist. Sehr gut. Und Alice, passen Sie auf sich auf. Immer. Und noch etwas. Wenn das klappt, drücken Sie eins rauf. Sie verwöhnen mich. Wagen 12 an Einsatzleitung. Wagen 12 an Einsatzleitung. Cooper verlässt soeben Hauptbahnhof und geht Richtung Innenstadt. Er trägt einen schwarzen Aktenkoffer. Ich nehme Verfolgung auf. Ende. Cooper hat soeben National Westminster Bank in Main Street verlassen. Er trägt den schwarzen Aktenkoffer. Wagen 14 übernehmen. Ende. Wagen 14 an Einsatzleitung. Cooper hat Taxi bestiegen. Wir folgen Richtung Alter Industriehafen. Ende. Also,
Wenn wir richtig gerechnet haben, wäre jetzt Mr. Batman am Zug. Muss er ja, wenn er das Geld haben will. Wagen 17 an Einsatzleitung. Nehmen Verfolgung Mercedes Batman auf. Wagen fährt Richtung Hafen. Ende. Einsatzleitung an alle. Die Operation wird wahrscheinlich im alten Industriehafen stattfinden. Weitere Anweisungen folgen. Ende. Los. Batman hat Zollbrücke passiert und fährt Richtung alter Industriehafen. Ende. Einsatzleitung an alle. Wagen 23 und 26 riegeln in den alten Industriehafen ab. Die anderen Fahrzeuge beziehen ihre Position am Plan. Ende. Na? Und? Haben Sie gehört, Chef? Wir sollen unsere Position beziehen, nach Plan. Planstufe 0. Warten Sie das Signal ab. Ende. Was haben Sie mit ihm gemacht? Gar nicht. Er atmet ja kaum. Keine Sorge, Mr. Cooper. Ein leichtes Beruhigungsmittel.
Haben Sie das Geld? Er stirbt doch. Er stirbt. Sie haben ihn umgebracht. Wir bringen keinen um. Wir nicht? Ich bin unschuldig. Ich habe nichts damit zu tun. Das wissen Sie ganz genau. Ja, klar, Mr. Cooper. Ich weiß das. Sie wissen das. Außer uns beiden gibt es nur noch einen, der das weiß. Der Mörder. Kennen Sie ihn? Nein. Aber wenn Sie es nicht selbst sind, dann tun Sie mir leid, Cooper. Haben Sie das Geld? Natürlich, hier. Sie brauchen nicht nachzuzählen. Ich bin kein Betrüger. Eben, Mr. Cooper. Ich habe sogar das Gefühl, dass Sie der Betrogene sind. Dann bis später. Was ist denn mit Ihnen los? Ich habe noch eine Verabredung. Na also, klappt doch prima. Läuft alles nach Plan. Ich glaube, wir können dann, Chef. Das Finale. Pech gehabt, Mr. Cooper. Ich habe damit nichts zu tun, Kommissar. Ich bin unschuldig. Ich wollte doch nur... Hamilton ist Ihr Bruder. Ich weiß, Mr. Cooper. Ich muss Sie leider festnehmen. Vorläufig. Kommen Sie. Inspektor Bird, Sie können mir doch gar nichts nachweisen. Oh doch, können wir. Mr. Cooper wird uns sicher dabei helfen. Menschenraub, Menschenhandel. Passfälscherei, zu der Sie ihn veranlasst haben, Mr. Cooper. Vorwärts, Mr. Batman, ab geht die Post. Wenn ich bitten darf, Mr. Cooper. Da hat uns einer reingelegt. Und Sie auch, Colonel Green. Ambulanz, schnell! Ambulanz zum alten Industriehafen. Ambulanz sofort zum alten Industriehafen. Du hast nicht gehört, das war ein Befehl. Batman, Sie sollen stehen bleiben! Na, Mr. Batman, das wär's wohl. Ins Polizeikrankenhaus. Sie fahren mit.
denn los? Worauf warten Sie noch? Auf nichts mehr. Wir sind komplett. Dr. Richard Hall, alias Jeff Mason, ehemaliger Agent des CIA in Hongkong, seit 1958 auf eigene Rechnung im internationalen Agentengeschäft. Ich verhafte Sie wegen Mord in 3 Fällen, Menschenraub und den Rest der Liste kann Ihnen der Staatsanwalt vorlesen. Für wen haben Sie gearbeitet? Doch nicht etwa für den Golfclub von Peking. Woher wussten Sie? Sie waren zu gut, Mason. So gut, wie es nur einer aus unserer Branche sein kann. Nachdem wir das wussten, konnten wir Ihre Strategie wie in einem offenen Buch nachlesen. Ich dachte... Ja, wir auch, Herr Kollege, wir auch. Cooper, ein alter Mann, der sich ständig verdächtig macht. Und dann doch ein Alibi hat. Da muss doch einer nachgeholfen haben, oder? Allerdings ein bisschen schäbig von Ihnen. Erst den armen Cooper zahlen lassen, das Lösegeld zahlen lassen und dann sich die Beute selber unter den Nagel reißen. Und nicht doch. Bleiben Sie sitzen. Gewöhnen Sie sich daran. Das werden Sie noch ein ganzes Leben lang tun können. Charlie, geben Sie der langbeinigen Dame mal Ihr Mikrofon. Jim! Jim, du komm runter, ich muss mit dir sprechen. Sprich doch. Ich muss einfach ein Interview mit dir machen, komm doch mal runter. 3 Fragen hast du frei. Schönen Dank. Was passiert mit Cooper? Wird er bestraft? Wofür denn? Passvergehen oder Irreführung der Polizei. Verschiedene Leute in diesem Land werden ganz froh sein, dass er seinen Bruder wieder zurückgebracht hat. Und warum hat denn Hall die chinesischen Messer benutzt? Um den Verdacht auf Cooper zu lenken, du kluges Kind. Danke. Und hat Mrs. Corby mit der ganzen Sache zu tun? Sie war verliebt. Kann ja vorkommen, sowas, ne? Verliebt in Hall. Und der hat sie ausgenutzt. Als John Miller dahinter kam, musste auch er weg vom Fenster. Ja, allerdings. Als du denn so ein Ekel bist, komm doch mal runter. Wenn du mich liebst, kommst du runter. War das eine Frage? Nein. Warum hat mir Hall die Filme geklaut? Hat er ja gar nicht. So wer denn? Ich. Bist du wahnsinnig? Warum denn du? Ich wollte mich nicht so gerne in einem Sensationsartikel im Daily Mirror wiederfinden. Ich arbeite für den Guardian. Das weißt du ganz genau. Ich verheimle hier nicht, für wen ich arbeite. Ich auch nicht. Für wen denn? Für das Beratungsbüro Industrieansicht.
Tschüss.